Mein Name ist Charlotte Rotheit, ich bin Landwirtin und Mitgründerin der Doenstruck GmbH, einem Startup, das sich auf die Ausbildung und Schulung von Mitarbeitern im Food- und Agrarsektor spezialisiert hat. Als Landwirtin habe ich ziemlich lange auf und mit großen Betrieben gearbeitet und ihnen dabei geholfen, mit ihren Menschen quasi eine Transformation zu schaffen, also den Betrieb nachhaltiger auszurichten. Relativ schnell war klar, dass wir Menschen, also jeder Einzelne auf diesem Betrieb, ein wichtiger Teil eben dieser Transformation ist. Und dass Fehler und Skandale eben nicht einfach so passieren, aber auch nicht mutwillig gemacht werden, sondern dass es Wissen braucht, um dieses zu verhindern. Aus diesem Grund haben wir im letzten Jahr Doenstruck gegründet, eben zu dritt in einem sehr komplementären Team. Unser Ziel ist es, Mitarbeiter zu schulen und auszubilden, und zwar auf Augenhöhe mit Respekt und mit neuesten psychologischen Methoden. Und dabei möchten wir sicherstellen, dass wirklich jeder Mensch die Möglichkeit hat, diese Schulungen zu machen und zu bestehen. Völlig egal, welche Sprache er spricht, aus welchem Land er kommt oder auch, ob er irgendwelche Lernschwierigkeiten hat, eben eine Sehbehinderung, eine Farbenblindheit oder eventuell sogar einfach schlichtweg gar nicht lesen und schreiben kann. Unser großes Ziel ist es eben, einen nachhaltigen und langfristigen Mehrwert zu bringen, sprich Wissen umsetzbar in Unternehmen zu bringen, Mitarbeiter auf Augenhöhe auszubilden, für mehr Zufriedenheit zu sorgen, für eine nachhaltigere Lieferkette zu sorgen und dafür zu sorgen, dass eben jeder Mensch mit seinen Potenzialen arbeiten kann. Und genau das unterscheidet uns eben von vielen Startups und genau das ist das, was uns jeden Tag antreibt. Nehmen wir zum Beispiel das SDG Quality Learning. Genau das ist unsere Unternehmensvision. Lifelong Learning für jeden Menschen, egal wo er ist, egal welches Geschlecht, welches Land oder welche Gesinnung er hat. Oder zum Beispiel Sustainable Economic Growth und Zero Hunger. Also wirklich nachhaltige Lieferketten schaffen, bei denen eben wenig Essen verworfen wird, bei denen nachhaltig gewirtschaftet wird. Nur das können wir leisten, wenn Mitarbeiter wirklich wissen, was sie tun, wissen, mit welchen Werten sie arbeiten und welche Verantwortung sie haben. Und eben dieses nachhaltige Unternehmenswachstum möchten wir halt nicht nur bei uns realisieren, also bei unserem Unternehmen, sondern auch jedem anderen Partner gewährleisten. Denn man kann nur nachhaltig wachsen, wenn jeder Mensch weiß, was er wann zu tun hat und weiß, in welcher Verantwortung er arbeitet. Es gibt schon viele Unternehmen, die das genauso wie wir einfach schon implementieren, leben und sich bemühen, eben genau das weiter einzubringen. Allerdings gibt es auch viele Unternehmen, die entweder noch nicht bereit sind oder denen einfach schlichtweg das Handwerkszeug fehlt, SDGs in die täglichen Abläufe, in die Unternehmensvision und eben auch in die Köpfe zu bekommen. Für uns als purpose-getriebenes Unternehmen bilden die SDGs im Grunde genommen ja die Grundlage unseres Handelns jeden Tag. Das heißt, sie sind Ziel und Ansporn zugleich und sie helfen uns eben auch dabei, im Wettbewerb besser sichtbar zu sein. Anderen Startups und zukünftigen Gründern rate ich eben, nachhaltige Geschäftsmodelle zu bauen und wirklich zu überlegen, okay, welche SDGs passen zu mir als Gründer, welche kann ich leben, wofür stehe ich und wie kann ich mein Geschäftsmodell so entwickeln, dass es eben einen Mehrwert bietet für die Zukunft, und zwar einen langfristigen Mehrwert für die Zukunft. Wir brauchen keine schnell gebauten, schnell großgezogenen Startups, die doch wieder nur einen kurzfristigen Effekt bringen. Wir brauchen Startups, die einen nachhaltigen Impact bringen. Denn nur, wenn ich mich wirklich mit diesen SDGs identifiziere und das wirklich von innen kommt und ich wirklich mit meiner ganzen Person jeden Tag dafür arbeite, kann ich es wirklich auch authentisch in mein Unternehmen implementieren und als Vorbild für meine Mitarbeiter, aber auch eben für andere Startups fungieren.